Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen, die für euch vielleicht interessant sein können. Außerdem seht ihr meine Straßenbahnfahrt Linie 1 vom Zentralmarkt bis zum Hauptbahnhof Irkutsk. Bleibt gerne dran, los geht's! Tokayev überrascht Putin. Spricht er offen über das Kriegsende? Auf einem eigentlich ganz gewöhnlichen Forum für regionale Zusammenarbeit zwischen Russland und Kasachstan hat Präsident Kassym-Jomart Tokayev plötzlich das Thema gewechselt. Das Treffen fand am 25. Juli 2026 beim 22. Forum für interregionale Zusammenarbeit in Omsk statt. Eigentlich ging es um Handel, um Wirtschaft, um die üblichen freundlichen Worte zwischen Nachbarn. Doch dann, quasi zum Abschluss seiner Rede, wandte sich Tokayev direkt an Wladimir Putin und sprach den Ukraine-Krieg an. Und zwar nicht diplomatisch verklausuliert, sondern erstaunlich offen. Er habe, so Tokayev, viele Signale aus Europa und den USA erhalten, die sich auf den aktuellen Stand des Konflikts beziehen. Und dann kam der Satz, der seither überall zitiert wird. Vielleicht sei es an der Zeit, den Konflikt einzufrieren und zur Istanbul-Formel 2.0 zurückzukehren, also zu den Verhandlungsansätzen von 2022, bei denen es immerhin schon einmal nennenswerte Fortschritte gegeben habe. Tokayev ging sogar noch weiter. Er erwähnte, dass Putin beim Gipfeltreffen mit Trump in Anchorage eine bemerkenswerte diplomatische Flexibilität gezeigt habe und schlug vor, genau darauf aufzubauen. Natürlich unter Garantie der Großmächte, Russland eingeschlossen. Gleichzeitig hat er klargestellt, Kasachstan will keinesfalls als Vermittler auftreten. Die Russen seien, so Tokayev wörtlich, ein großes Volk, das selbst regeln kann. Ein vernünftiger Balanceakt also, einerseits eine klare politische Botschaft senden, andererseits niemandem zu nahe treten. Putins Reaktion: Der russische Präsident soll, laut mehreren Medienberichten, mit gesenktem Blick dagesessen und nervös mit dem Fuß gewippt haben, während Tokayev sprach. Ob das wirklich Nervosität war oder einfach nur eine Momentaufnahme, darüber streiten die Kommentatoren, aber das Bild hat sich natürlich sofort verselbstständigt. Und genau hier wird's spannend, denn die Reaktionen auf Tokayevs Auftritt fallen extrem unterschiedlich aus. In Russland selbst gibt es durchaus skeptische Stimmen. Svetlana Schurowa, stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, sagte, die Istanbul-Vereinbarungen seien mittlerweile kaum noch realistisch. Zu viel sei seither passiert. Zu viele gegenseitige Vorwürfe hätten sich aufgebaut. Und die Ukraine habe inzwischen europäische Schutzherren, die Kiew gar nicht erst über ein Friedensabkommen nachdenken ließen. Andere Analysten sehen in Tokayevs Auftritt dagegen ein geschicktes diplomatisches Manöver. Der Politologe Alexei Pilko etwa erklärt, Tokayev habe hier bewusst in beide Richtungen signalisiert. Richtung Moskau eine Verbeugung, indem er die Istanbul-Prinzipien anspricht, die ja unter anderem einen neutralen Status und eine teilweise Entmilitarisierung der Ukraine vorgesehen. Und Richtung Kiew gleichzeitig die Aussage, er versteht die eigentlichen Ursachen des Konflikts bis heute nicht wirklich. Ein Balanceakt zwischen Moskau, Washington und Kiew, wie es ein Kommentar treffend formulierte, ohne sich mit irgendeiner Seite zu verscherzen. Manche westliche Beobachter wiederum lesen den Auftritt als subtiles Signal Richtung Kreml. Ein Verbündeter wie Kasachstan, der öffentlich zur Deeskalation aufruft, könnte durchaus auch als Botschaft an den Westen gedacht sein, nämlich, dass in Moskau womöglich doch Gesprächsbereitschaft existiert. Putin selbst reagierte übrigens erstaunlich zurückhaltend. Er versprach lediglich, Tokayev im Detail über die Entwicklungen an der ukrainischen Front zu informieren, mehr nicht. Fest steht,
Ein einfacher, protokollarischer Auftritt auf einem Wirtschaftsforum ist plötzlich zu einer der meistdiskutierten Szenen der letzten Tage geworden. Und ob daraus wirklich neue Bewegung in Richtung Verhandlungen entsteht oder ob es bei einem symbolischen Moment bleibt, das werden wir wohl erst in den kommenden Wochen sehen. Putin plötzlich in Irkutsk. Überraschungsbesuch im Flugzeugwerk. Am Freitag, den 24. Juli 2026, ist Wladimir Putin ganz überraschend in Irkutsk aufgetaucht. Und wirklich überraschend, denn dieser Besuch wurde vorher nicht angekündigt. Erst am Mittag des 24. Juli haben die russischen Staatsmedien überhaupt bestätigt, dass der Präsident bei uns in Sibirien ist. Schon am Morgen kursierten in lokalen Kanälen Gerüchte, weil Spezialflugzeuge des Sonderregiments Russia in Irkutsk gelandet waren. Diese Maschinen transportieren normalerweise hochrangige Beamte und genau das war diesmal auch der Fall. Putins Sonderflugzeug landete gegen 3 Uhr nachmittags auf dem Irkutsker Flughafen. Von dort ging es mit der Kolonne direkt zum Irkutsker Flugzeugwerk, eine Filiale des Unternehmens Jakovlev, die wiederum zum staatlichen Rüstungskonzern Rostech gehört. Begleitet wurde er unter anderem vom Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzew. Im Werk hat sich Putin die Produktion des neuen russischen Passagierflugzeugs MS-21 angeschaut. Genauer gesagt der Version MS-21-310. Man hat ihm die ersten 18 Serienmaschinen gezeigt. Er ist sogar ins Cockpit der allerersten Serienmaschine gestiegen und hat sich mit den Testpiloten unterhalten. Neben dem MS-21 wurde ihm auch das Trainingsflugzeug Jak 130M präsentiert. Und nicht zu vergessen, in genau diesem Werk werden auch die Kampfjets Su-30SM gebaut. Am Ende des Besuchs hat Putin angekündigt, dass die Branche mit rund 200 Milliarden Rubel unterstützt werden soll, um die Produktion der MS-21 weiter auszubauen. Das Flugzeug soll ja langfristig westliche Modelle wie Boeing und Airbus in der russischen Zivilluftfahrt ersetzen. Übrigens, laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskov war diese Reise nach diesem Besuch in Irkutsk noch nicht zu Ende. Von hier aus ging es für Putin direkt weiter nach Omsk. Interessant ist auch, seit Jahresbeginn hat Putin Moskau nur für Reisen in 3 Städte verlassen und Irkutsk gehört jetzt dazu. Das zeigt schon, welche Bedeutung das Flugzeugwerk bei uns für die russische Luftfahrtindustrie gerade hat. AfD-Politiker fordert, Russland-Kontakt ist kein Verrat. Geheimtreffen in Baku. Ein AfD-Bundestagsabgeordneter hat sich für die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Russland ausgesprochen. Markus Frohnmayer hat das auf der Plattform X geschrieben. Normale Beziehungen zu Russland sind kein Verrat, sondern liegen im Interesse Deutschlands, schreibt er. Frohnmayer wirft der Bundesregierung Demagogie vor. Während andere Länder längst planen, wie es nach dem Konflikt weitergeht, streitet man in Deutschland immer noch darüber, ob man überhaupt darüber reden darf, so seine Kritik. Die britische Zeitung The Times berichtete kürzlich, dass sich in Deutschland etwas verändert hat, wenn es um mögliche Gespräche mit Russland geht. Ehemalige deutsche Politiker sollen sich bereits hinter verschlossenen Türen mit Vertretern aus Moskau getroffen haben und auch auf offizieller Ebene wird inzwischen über ein mögliches Format für künftige Gespräche nachgedacht. Die ersten Kontakte brachten allerdings noch keine sichtbaren Ergebnisse. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev bestätigte unterdessen, dass ein Treffen zwischen russischen und deutschen Vertretern in Baku stattgefunden hat. Er selbst habe davon allerdings nichts gewusst. Er habe erst aus der britischen Zeitung davon erfahren, fügte er hinzu. Rentenerhöhung ab August. Hier verdienen Rentner in Russland am meisten. In Russland ist die Zahl der Regionen gestiegen, in denen die durchschnittliche Rente über 30.000 Rubel liegt. Das meldet die Agentur TASS unter Berufung auf aktuelle Statistiken. Laut den Zahlen sind es zwischen 12 Regionen, in denen die Rentner so viel Geld bekommen. Dazu gehören das Gebiet
Sachalin, das Gebiet Murmansk, das Gebiet Magadan und das Gebiet Archangelsk. Außerdem der autonome Kreis der Nenzen, der Jamal-Nenzen-Kreis und der autonome Kreis Chanty-Mansi. Auch in Jakutien, in der Region Kamtschatka sowie in Karelien und Komi liegt die Rente inzwischen über 30.000 Rubel. Zum Vergleich: die durchschnittliche Rente in ganz Russland lag im Juni 2026 bei 25.402 Rubel. Ab dem 1. August bekommen bestimmte Rentnergruppen zudem eine Erhöhung ihrer Zahlungen. Je nach Kategorie fällt die Nachzahlung unterschiedlich aus, von ein paar hundert Rubel bis zu fast 10.000 Rubel. Fiese Falle am Geldautomaten. So werden unschuldige Passanten zu Dieben gemacht. Betrüger in Russland haben sich eine neue fiese Masche ausgedacht. Sie lassen absichtlich eine Bankkarte im Geldautomaten liegen und beschuldigen dann die Person, die sie findet, des Diebstahls. Das meldet das russische Innenministerium. Nach Angaben der Behörde lässt der Täter die Karte absichtlich im Automaten stecken, um einen zufälligen Passanten dazu zu bringen, mit einer fremden Zahlungskarte in Kontakt zu kommen. Kurz darauf taucht dann jemand auf, der sich als angeblicher Kartenbesitzer ausgibt, oft sogar mit Zeugen im Schlepptau. Diese Person wirft dem Finder Diebstahl vor und verlangt, die Sache gleich vor Ort zu klären. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Im weiteren Verlauf des Videos hört ihr den Originalton. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.